Grusel, Grusel, Grusel. Bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit MadCChris. Und ich bin gespannt, was Bizarrebub heute für uns hat. Natürlich eine seiner berühmt-berüchtigten Scary Compilations. Da arbeiten wir uns ja immer kontinuierlich weiter vor. Wir sind schon in dem 50er-Bereich. Haben noch einiges vor uns. Ne? Ich glaube, der ist schon bei 100 oder so angelangt. Müsste sein. Und ja, ich kann nicht mehr machen, als euch und mir viel Spaß zu wünschen. Hier ist Bizarrebub. Ja, Bizarrebub, die Scary Compilation Volume 52. Auf geht's. It's worth mentioning that the following video features a doll. So if you plan on sleeping tonight, you'll probably want to skip this one. Now the video itself doesn't have much info. It seems to have been shot years ago, as the quality of the footage isn't exactly 4K. Ja, years ago. 80 Jahre? But it's what happens in the video that makes up for the lack of quality, for what's captured on camera is pretty unsettling. The video starts off with a child who seems very excited over the fact that the camera on which this video had been recorded is finally working after failing to turn on for a while. Enthused that the camera is now functioning, the child excitedly tells her mother about this while recording her. Okay, also die Kamera hat erst nicht funktioniert und auf einmal funktioniert sie wieder und das Kind ist sehr fröhlich darüber. Ja, es freut sich. The child then goes on to tell their sister about this. However, it's what happens next that has left viewers of the video disturbed. Take a look. Mami, mira, ya aprendí a grabar, voltea. Sí. Oh, Jasmine, ya aprendí a grabar, enana. Ay, Michi, Michi, voltea. Voltea. Ay, voltea. Ja. Er hat gesagt, dreh dich um. Behind the child's sister, the head of a doll that's placed on top of a dresser turns on its own. And it doesn't move just slightly, as though small vibrations had caused this. Ja, er hat gesagt, dreh dich um. Woher sollte jetzt der Puppenkopf wissen, dass er nicht gemeint ist oder sie? But rather turns its head almost completely around before stopping to look at the camera. Wisst ihr, ich habe das schon geahnt, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gestellt ist, aber als er erzählt hat, worum es in dem Clip geht, und ich habe sie gesehen, also seine Schwester, und dieses schwarze Ding da vor dem Spiegel, dann wusste ich, das ist ein Puppenkopf. Ja, es ist von so einem Mannequin. So, und das wird sich drehen. Und es ist passiert. Directly at its lens. But even more unsettling is the fact that it turned its head after the child repeatedly asked his sister to turn around and look at the camera. Because of this, viewers find this video to be evidence of something paranormal. According to... Ja, könnte sein. Ich meine, das sieht jetzt echt dämonisch them, aus. Ne? a certain entity attached to the doll's head had thought the child was calling out to them, when in fact, the child was actually calling out to their sister. Das Ganze wirkt ja jetzt auch nicht unbedingt gestellt. Muss man einfach so sagen. Ne? Das Kind freut sich, dass es die Kamera angekriegt hat, dass sie wieder geht. Sagt es der Mutter, will das der Schwester zeigen. Und dann passiert das halt. Wie gesagt, man kann es natürlich auch stellen und faken. Aber für mich wirkt das doch sehr authentisch. Ja, muss ich sagen. Auch wenn die Bildqualität übel ist. Aber wer weiß, was das für eine Kamera war. Now, of course, as with most videos, this is purely speculative. It isn't obvious as to what exactly had caused the doll's head to move. But as always, I'll let you come up. Ja, ich find die Bewegung ein bisschen seltsam. Wie es sich dreht. Also in einer Bewegung, in einer Geschwindigkeit. Das ist schon, also das finde ich auch gruselig. Ja. With your own ideas. Had something paranormal been caught on camera? Vielleicht. Or was something else caught instead? Feel free to let me know what you think. 50-50, ne? Facebook users Juan and Nicole are a married couple who've been experiencing strange activity at home. It wasn't too long ago when the couple had posted a video of what many viewers consider to be the most active poltergeist activity caught on camera. Yet prior to this video, Juan and Nicole had a similar experience in a different house. And it's because of this previous encounter that many believe that the married couple are being followed by something. To be more specific, viewers believe that a malicious entity of some sort
Was ist das denn für ein ekliges Bild? has been haunting the two wherever they go. Although it's not clear if the couple also believes this, they have no doubt in their mind that the following incident deals with something paranormal. According to the couple, they were watching a scary movie with a friend inside their living room when all of a sudden, strange things began to occur. It was after this incident that they looked over the footage caught by their security camera to make sense of what occurred that day. But it seems that watching this footage has only left them even more disturbed. Midway through the footage, the friend claims to have seen the stuffed bear on the couch move on its own. He points this out to the couple, who in response tells him that he's probably just seeing things. But then, after shrugging it off to being nothing, the following happens. This is what was caught. Me está dando miedo de nuevo. No, mijo, esto tenemos que subirlo. Esto, mijo, uy, si es que hay alguien que sabe de estas cosas, que nos ayude. Yo me quiero ir. No. Mira, la sombra blanca, ¿sí la viste? Sí, pero... No. Ahí sí, ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, a ver, a eso yo sí lo vi claramente, así, de reojo. Oye, ¿por qué se me... Mira, sí, Uy. sí viste, eso sí, Was war das? eso sí. Uy, mira, Yo no sabía para dónde ir. Te lo uy, juro. miren. Yo no sabía qué era, yo pensaba que era... Behind the couch where the friend had sat, a shadow-like figure can be seen on camera for a split second before quickly disappearing behind the sofa. Was ist das? Also ich hätte ja jetzt auf dem Haustier getippt, aber wenn die das selber nicht... Also wahrscheinlich haben die gar keins. Ich meine, da würden die auch selber drauf kommen. Ekelhaft. Not sure as to what they'd seen, they began to look around for the mysterious figure. But then, as they search around, the strangest thing happens. Es que estábamos con la luz del televisor, Claro. como que estuviéramos en el cine. Yo digo, Mira, Also das ist meiner Ansicht nach schon mal kein Poltergeist, weil der sich zeigt. Ne? Also was auch immer das war, es hat sich gezeigt. Das ist jetzt für einen Poltergeist für mich jetzt nicht charakteristisch. Poltergeist zeigt sich nicht, sondern der poltert und macht den Leuten halt dadurch, ich will mal sagen, Angst. So, ne? Das hier gerade mit der Flasche, das war eine typische Poltergeist-Aktivität. Aber das davor war auf alle Fälle ein Schattenwesen. Definitiv. Und was auch immer das für ein Wesen ist ein Schattenwesen. ahí me tiraron la botella y yo de una salí corriendo. No, yo te lo juro que yo no aguanto un día, mira, se cayó Uy, mi no, ahí. no. Yo no aguanto un día Pero más. uy, mira, ¿sí ves la luz que pasa Mira, por ahí? ahí, la puerta de alguien como la tenía trancada. No puede- Mira, siempre ve, uy, mira. ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. mira, del susto, ¿sí es lo que me pasó del susto? Bien. Uy, hasta el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, no Die Frage ist halt nur, wie werden sie das los? Also wenn sie das schon aus der alten Wohnung mitgenommen haben in die neuen Wohnung, wie wird man sowas los? Ne? Reagiert so ein Wesen auf Religion, auf Glauben, auf eventuell Geistliche, die das da irgendwie austreiben wollen? Das weiß man ja halt auch nicht. Es ist eine schwierige Situation. Ne? Nosotros nos fuimos, nosotros no nos íbamos a quedar Mira, ahí. mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Mira eso. Cerraron la puerta. No sé si hay algo o alguien que nos está Da tratando de geht's, matar. da geht's Pero te richtig juro ab. que yo ya no aguanto. Estábamos solos en la casa, pero yo... Mira, ahí están las luces. All of a sudden, things inside the living room began to move on their own. It was at this moment that they fled out of the house due to the Da passiert so viel und auch wenn jetzt Skeptiker sagen, da wird mit Fäden oder Drähten gearbeitet, ich meine, die laufen ja sogar da durch. Und da ist kein Faden und auch kein Draht. dangerous activity that was happening inside. What happened then, after the door had closed on its own, has left them baffled. Okay, La sangre de Cristo tiene poder. noch was.
Mira, 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 ahí la mira, maleta, no, mira. loco. Mira cómo la van arrastrando, mira ¿Por qué cómo no se la van oraron? arrastrando. ¿Por qué no se pusieron a orar? Cambiémonos de casa. Tienen que No, orar. que eso ya... No, eso de ley, eso de ley. Weiter, ne? Uy, Es pero geht ese weiter. peluche, Dios mío. Mira, mira, como que lo están jalando, ¿sí ves? Es como que se para de cabeza, Ese es el ¿qué? peluche que te regaló Juanca. El que tú dañaste, ¿verdad? Mira, ¿sí viste lo que pasó aquí? Mira, mira. ¿Sí viste? Ahí pasa, ahí Mira, pasa. Sí, mira, Mira, mira. mira, esa Da unten wird der Rucksack hin und her gezogen. Der Teddybär bewegt sich noch. lucecita. Mira, es Yo como, no sé es qué como, quiero como que ir. fuera que algo Yo, pasa. eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Estábamos afuera. Pero es como que algo pasa. Date cuenta que es como que, mira bien, ¿ves? Mira, ahí va. Unfassbar. As stated before, viewers believe that something paranormal had occurred. But even more unsettling is the belief that something is haunting the married couple. Dieses Bild, ne? Mach mich einfach nur fertig. Das sieht so gruselig aus. So mega gruselig, ne? Da ist wieder diese schwarze Masse, die wir ja schon so oft gesehen haben. Das ist, glaube ich, irgendwo ein Stockfoto oder so, ne? Regardless of where they live. Until more footage is released by the couple, it seems that this belief will stay at that, just a belief. Although it's not clear as to what exactly was caught on camera, the video is still nonetheless pretty creepy. Ja, creepy ist es, auf alle Fälle. Konnte ich mir jetzt auch nicht erklären, ne? Also, The following photo was submitted by Taylor P.I., who photo, writes, yeah. Here's a photo that I found online. There's little to no information on the photo, except for a small caption that reads, A young man takes a photo behind an old building and okay, das Foto hat sie online gefunden von einem jungen Mann vor einem alten Gebäude. Und im Hintergrund ist was. gets photobombed by someone inside. Schauen Even wir though mal. the caption implies that a person had photobombed the picture, it looks nothing like a person. I don't know, but it seems more like a ghost than a human to me. Okay. Here's the photo that Taylor's referring to. Sieht also mehr aus wie ein Geist, ja. Ja, wisst ihr, das kann aber auch natürlich täuschen, ne? Die Person befindet sich im Dunkeln hinter einer Scheibe. Wir wissen auch nicht, ob die Scheibe jetzt, ob das eine klare Scheibe war oder ob die so ein bisschen milchig war oder ob da Muster drin war, ne? Ist ja, wenn das ein altes Gebäude war, eine ziemlich alte Scheibe. Von solchen Türen sind die Scheiben oft bemustert, also dass man nicht direkt durchgucken kann. Es kann also gut sein, dass es deswegen halt so unheimlich aussieht, ne? Es sieht wirklich ekelhaft gruselig aus. Now, given that the caption states that the photo was taken in front of an old building, it might be the case that something other than a person had been caught in the photograph. But as always, what do you think? Lässt sich halt schwer sagen, was das jetzt genau ist, ne? Es sieht super gruselig aus. Definitiv. Das muss man sagen, ne? Aber es ist halt auch möglich, dass es tatsächlich einfach nur irgendeine andere Person in dem Haus ist, die jetzt da geguckt hat, was da draußen los ist, ne? Was da abgeht. Could this be evidence of something paranormal? Or is this simply a random stranger inside the building who photobombed the picture? Ja, ich würde jetzt spontan sagen, das war einfach eine andere Person. With very little information, it seems that this question will remain unanswered. Ja, What exactly had been caught in this photo? sieht echt widerlich aus. Facebook user Meg Wolfgang had posted the following video in the hopes that someone could explain the strange occurrence that is seen in the footage. Meg was playing with her kittens when something pretty creepy was caught on camera. During the time of this recording, she didn't notice it. It was only after looking back at the footage that she realized that something unsettling was caught on camera. Meg writes, I wanted to post this video I've had for quite a few years now and get others' opinions. In the video, which was recorded by myself in about 2008, maybe 2009 originally, there is a dresser not even half an inch raised off the ground, in which something reaches out from under, stealing the kitten's toy, and with audio on it that says what sounds like "leave me" at the same time. When I originally recorded the video, I didn't hear or see anything. The following is the video she took. Ich glaube, das kennen wir auch. Ist schon ein bisschen her, aber da nimmt jetzt irgendjemand oder irgendetwas der Katze das Spielzeug weg. Von unter diesem Ding da.
Da. Was war das? Was ist das? Ich meine, die Frage ist ja auch, also das ist irgendwie so eine Kommode oder irgendwie sowas, ne? Da ist ja jetzt kein Riesenabstand zwischen Fußboden und der Kommode. Ja? Also da werden vielleicht 5, 6 Zentimeter sein. Was passt da drunter? Und was passt da drunter, was sie im Nachhinein da nicht noch gesehen oder bemerkt hätte, wie, man weiß jetzt auch nicht, wo sie lebt, eine Schlange, ein Nagetier, vielleicht eine andere Katze. Also das hätte sie ja gewusst und bemerkt und gesehen. Aber hat sie nicht. Für sie ist es unerklärlich, was das war. Ja, gut, dieses Geräusch kann wer weiß was sein. Was war das? Beneath the dresser, there appears to be something hiding inside. Das geht auch so It's hard to schnell. make out what this is, but according to Meg, she can't shake the thought of this being a physical manifestation of something supernatural. Given the strange motion of whatever this is, including its odd appearance, and the faint whispering that is heard in the background, most viewers agree with Meg that something supernatural had been captured. But, as with most videos, I'll let you come up with your own opinion. Ich finde es so für die Katze irgendwie, ne? Das arme Kätzchen, ey. Hat aber echt Glück gehabt. For now, Meg's video remains a mystery. Kann das vielleicht auch irgendein Spielzeug sein, was Elektronisches? Früher gab es zum Beispiel, oder gibt es heute auch noch, Schlangen. Die kommt man auch fernsteuern. Spielzeug halt. Könnte auch sowas sein, theoretisch. Ich weiß es nicht. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. Jo. The following video was taken by Jonathan Valink, who works at a factory at an undisclosed location. Although very little information is given on this video, it pretty much speaks for itself, as the footage shows that something eerie is happening inside this factory. Jonathan had been working the night shift alone inside a factory when the following incident took place. Along with this video, he writes, "In my night work schedule, I heard strange noises out of the ordinary. I took my cell phone out and I was able to capture the encounter with this presence. This is what he caught." ¿Quién anda ahí? Unter la escalera. Der kein Licht oder was? Nur die Taschenlampe? Ah, jetzt. Escalera caída. Pucha. Aquí no hay nadie. ¿Quién anda ahí? Todo está acá. No hay nadie. Esto está raro. Muy raro. It appears that someone had knocked over the ladder inside this room, which was initially standing upright, according to Jonathan. However, if he was the only person inside the factory, then who, or maybe even what, had knocked over the ladder? It isn't until minutes later that Jonathan finds out as to who, or better put, what, had knocked it over. Oh, also ich hätte jetzt spontan gesagt, das könnte ja auch ein Tier sein. Ein Waschbär oder eine große Ratte oder so, ne? Die da so ein bisschen rumwütet und dann an die Leiter kommt, die fällt dann um. Aber wenn er uns jetzt zeigt, wer oder was das war, bin ich gespannt. Take a look. Está abajo. ¿Quién anda ahí?
Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist was umgefallen wieder. No te tengo miedo. Ich glaube, er hat doch Angst. Hijo de puta. No te tengo miedo. Hijo de puta. Der hat aber echt Angst, ne? Das wirkt jetzt auch nicht irgendwie gespielt. An object below moves on its own right before Jonathan's eyes. Then, a second object gets thrown off from a flat surface. Das sieht mir ganz nach einem Poltergeist aus. Das ist klassisch. Klassische Poltergeist-Phänomene. As though someone had hit it with full force. Feeling more spooked than before, Jonathan goes on to state that he feels a certain ambience in the room. A heavy ambience that's making him feel uncomfortable and a little claustrophobic. He then proceeds to check out the floor below him where the objects had fallen. Ich muss mich mal mental jetzt darauf vorbereiten. Da muss ja jetzt noch was kommen. Las cosas que se cayeron. La loción. Sea lo que sea, no te tengo miedo. Para nada te tengo miedo. Mach doch das Licht an. Das ist aber auch As always, what are your scheiße unheimlich da bei dem. thoughts on this? Had Jonathan caught something unexplainable on Also es kam jetzt nichts mehr. camera? Or had something else been captured? Poltergeist-Phänomene. Ja, wenn er da wirklich alleine ist, erschreckt es ihn, ja. Ist aber jetzt noch relativ harmlos. Genauso kann es natürlich sein, dass er nicht alleine in dem Gebäude ist, sondern mit einem Kumpel oder mit einem Arbeitskollegen. Die beiden haben Langeweile und denken sich, ja komm, wir drehen mal ein paar gruselige Clips. Weil das sind jetzt alles Phänomene, die kann man auch nachstellen. Ne? Also so und dann eine kleine Geschichte drum erfinden, dass er da sowieso immer Geräusche hört. Also man will den Leuten sowas ja nicht unterstellen, aber möglich ist es ja schon. Hier ist ja jetzt kein geprüfter Beweis da, dass es da wirklich spukt, um das jetzt mal so auszudrücken. Da ich jetzt aber mal davon ausgehe, dass das authentisch ist, weil seine Angst wirkte auch echt. Ja, wirklich. Jetzt auch nicht gespielt, nicht zu viel, nicht zu wenig, also war schon okay. Gab jetzt auch einen Grund, warum er mit der Kamera filmte. Also er wollte jetzt auch Beweis liefern, dass es da spukt. Ja, also er hat sie jetzt nicht nur so mitlaufen lassen. Das passt schon, meiner Ansicht nach. Und warum soll es an solchen Orten nicht spuken? Wer weiß, was das für eine Fabrik oder für ein Lager ist, was da passiert ist, wie alt das ist, was sich da alles schon gestaut hat über die Jahrzehnte. Man weiß es halt nicht. When it comes to baby monitors, those that capture footage of something unexplainable are perhaps the creepiest types of footages. Absolut. Now, although this next segment is Absolut. Ich hasse Babymonitore. Also ich hasse jetzt nicht die Geräte, sondern ich hasse die Clips mit Babymonitoren, was man darauf sieht. Ich hasse nicht die Babys, sondern ich hasse die Extras, die oft auftauchen auf diesen Monitoren. Ne? Ob es jetzt irgendwelche geisterhaften Hände oder ekelhafte Fratzen, die irgendwie auftauchen am Bettgitter des Babys. Es ist einfach nur grausig. Ne? Es ist einfach nur grausig. isn't a video, but instead a photo that caught something on a baby monitor. It is still, without a doubt, pretty unsettling. Ja, nee. Reddit user Lousy Mouse had posted the following Lousy Maus, ja. image and writes, "My son was napping yesterday, and I looked at the monitor and bitte. saw this.
Ich habe jetzt mit was ganz Schrecklichem gerechnet. Aber doch nicht mit Pareidolie. Da ist doch nichts. Ja, doch, aber hier ist aber auch irgendwie was. Irgendein oder irgendwas ist da auch noch. Also man sieht das ja hier. Das ist ja so ein ganzer Streifen nach unten. Das sieht nur so aus. On the right side of the screen, there appears to be a faint image of what seems to be a woman who's slightly hunched over. Also, wenn mir einer sagt, er sieht, dass da jemand steht. Okay. Das sieht ja auch so ein bisschen so aus. Ne? Umso länger man drauf guckt, umso mehr sieht das halt so aus. Aber wie kann man denn jetzt wie will man daraus erkennen, dass das eine Frau ist? But even more creepy is that it looks as though she's watching over the sleeping child next to her. Naturally, the father was spooked upon seeing this. Others who've seen the photo were also creeped out and have commented that the baby monitor may have caught an actual person as opposed to an apparition, suggesting that a squatter might be living inside the father's house. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich habe da jetzt keine Person erkannt. Also da hätte was sein können, ja, aber die Qualität des Bildes war einfach auch nicht gut genug. Ich glaube, da war auch ganz viel Pareidolie dabei. Ne? Und die Idee, dass sich da dass da irgend noch jemand mit in dem Haus mitlebt, was weiß ich, in den Wänden, im Keller, wo auch immer, ist ja jetzt nicht so abwegig. Solche Fälle gab es ja auch schon und gibt es auch. Und aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da war einfach nichts. Ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Whether an actual person or not, the father hopes that whoever or whatever this. Und umso öfter man das sieht, umso mehr sieht man es auch, ne, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, als das aufgetaucht ist, das Bild ich persönlich habe da erstmal nichts gesehen. Und als man darauf hingewiesen wurde, ja, auf einmal war da was und jetzt sieht man halt noch viel mehr. Also ich weiß es nicht, ob da wirklich was ist. Ich glaube, da ist ganz viel Pareidolie mit dabei. This is doesn't make another appearance, for the photo itself has already creeped him out enough. Schwierig. This next video shows a security guard working inside a hospital when something unexplainable is caught on camera. Jay Breezy, who's the security guard you see in this Das haben wir auch schon öfter gesehen. footage, has been working at this hospital for quite a while and has never encountered anything like this before. Needless to say, he was left shook when the following incident occurred right before his eyes. Naja. It was only after watching the footage caught by the CCTV Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wir gucken jetzt einfach nochmal. camera inside the hospital that he came to realize that what had happened that day wasn't him just seeing things. Take a look at this footage and see what you think. Ja. Er hat es auch gesehen. Er hat es auch Look at bemerkt. it again. I saw that shit. I saw that shit. Mhm. See, Und das ist der Unterschied zu anderen CCTV-Kameraaufnahmen. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist was auf der Linse oder das ist ein Glitch. Weil er hat es gesehen. Ja, er hat es in diesem Moment, wo es passiert ist, wo da etwas durchs Bild gelaufen ist, das hat er gesehen und reagiert auch darauf. I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera. I'm like, you know what? I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all see that? Okay. Although very faint, we can see that Jay is reacting to something that is apparently there. Yet, this wouldn't be the only time that Jay encounters something beyond explanation. On a different occasion, Das ist faszinierend, weil das für mich auch so authentisch ist. supposed apparition had made an appearance once again. This time, however, Jay had reacted much differently than before, as he was feeling very uncomfortable. Mother decided to show itself again. See it? Oh ja, da, schon See wieder. it? It's faint though. I Wow. looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitated, so I just threw Er wirft eine Zeitung da. threw something because I didn't know what to do.
Das ist You gut. know. Das ist sehr gut. Für ihn nicht, aber hier für uns zum Gucken. But that time it came from over my head though, for some reason. Ich finde auch seine Reaktion, warum soll er es da faken oder stellen oder was auch immer, ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Dafür ist das Ganze auch zu abstrakt. Also man sieht da auch zu wenig für. Und das ist ja auch tatsächlich wohl eine Aufnahme von einer Überwachungskamera. Also da ist jetzt auch noch nichts bearbeitet oder so, ne? I don't know, but I was like, you know what? It appears that whatever had paid a visit to Jay was making him feel very unsettled. Although throwing a book probably did nothing, it seems that doing so didn't stop it from coming back, given that more strange occurrences had taken place inside the hospital days after the Ja, ein Krankenhaus. Ich hatte das am Anfang nicht mitgekriegt. Das ist ein Krankenhaus. Ja, es ist halt ein Krankenhaus. Na, eigentlich der perfekte Ort für Spukerscheinungen. incident. In a different part of the hospital, something unusual was caught on camera. Take a look. Look at that. Wow. There's no way Ist von der Lampe oben, ne? Von der Deckenlampe. it could have failed by, like, somebody didn't do that. Something did that by itself. How could a ceiling light fall on its own Gut, ne, das kann auch einfach nur Zufall sein. like that? Aber Now, it could be that the light cover had fallen off due to not being screwed in properly. ja. However, Jay is adamant that this incident was the result of poltergeist activity and perhaps caused by the ghost. Auch hier glaube ich nicht, dass es ein Poltergeist ist, ne? Also der hat sich ja gezeigt. Ich glaube nicht, dass es ein Poltergeist ist. Also es war, wenn dann, irgendeine verlorene Seele da in dem Krankenhaus. Aber ein Poltergeist glaube ich nicht. he had Das wollte ihn ja auch, glaube ich, nicht erschrecken. So wirkte es nicht. Ja, es ist ja nur vorbeigewabert, vorbeigegangen, vorbei, was auch immer. Also hätte jetzt auch sein können, dass er es gar nicht sieht. Also es war jetzt gar nicht darauf aus, dass er es sieht, unbedingt, ne? Dass er unbedingt davor Angst kriegt und es sieht. Das wollte das, was es auch immer war, ja überhaupt nicht. Das ist ja einfach nur, das hätte er, wenn er da jetzt, was weiß ich, wenn er auf seinen Schreibtisch geguckt hätte, Kreuzworträtsel gelöst, eine Zeitung gelesen, er hätte es ja gar nicht mitbekommen, ne? So, und das hier kann halt einfach nur Zufall sein. Nicht richtig reingedreht oben oder was auch immer, ne? seen days before. Although it isn't clear as to what might have caused this, other incidents inside the hospital have convinced Jay that something paranormal is happening. Und es kann natürlich auch sein, dass in dem Krankenhaus noch mehr Wesen sind halt, ne? Also dass das wirklich nur einer oder eine von vielen war, die da agieren. Weil in so einem Krankenhaus ist natürlich auch über die Jahre viel passiert. Und dort werden auch viele verlorene Seelen vielleicht noch rumgeistern. Ne? Man weiß es halt nicht. A few days after this occurrence, while being on duty, the following happens. Ah, okay, noch mehr. So viel kannte ich nicht. There you go. Schon wieder. Es ist genau das Gleiche. Look at that. It was cold. I'm like, oh, shit. I Und alles immer in diesem Eingangsbereich, ne? wanted to follow it and feel. See, I'm trying to feel, like, follow the cold breeze. I saw it going towards the elevator. So I went there. It was actually a cold breeze towards the elevator. Zum Fahrstuhl hin. Also es wirkt ja so, als wenn das, was weiß ich, ein geisterhafter Besucher wäre, der früher mal irgendeinen Verwandten besucht hat oder so. Vielleicht ist es ja auch sowas, so eine Art Zeitschleife, ne? Die sich da immer und immer wiederholt. Oder es ist vielleicht auch etwas in die Vergangenheit, das da tatsächlich, also sowas wie so ein kleiner Türschlitz zum Glotzen in die Vergangenheit, dass man dann da Aktionen mitkriegt, die vor Jahren da passiert sind, ne? Irgendwie, dass er das spürt und sieht und dass da auch irgendwas ist. Ist schwer zu sagen, ne? Wenn man in der Welt der Mysterien und des Paranormalen herumgräbt, dann wird man da wahrscheinlich noch sehr viel mehr Erklärung finden. And then it just stopped. So I'm like, damn. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what? Oh, Something touched me. wurde berührt. I'm still trying to see, like, where is it at? Like, it vanished, so how is it still touching me or something? I don't know. It's creepy. So I'm like, okay. It was this incident, among many others, that had Jay totally convinced that something was haunting the hospital. And it isn't just Jay who solely believes this, but his coworkers as well, for they too have seen something they couldn't explain.
With all this evidence, most viewers can't help but think that the hospital is being haunted by something. But of course, it's not certain if that's the case. Jay, on the other hand, is sure that it is. So then, with that said, had something paranormal occurred inside this hospital? Or is there an explanation for the seemingly odd occurrence? Also wenn man jetzt will und unbedingt will, wird man dafür natürlich bestimmt eine logische Erklärung finden. Aber die sehe ich persönlich sehe die hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man ihm jetzt nicht boshaft unterstellen möchte, dass er das hier alles faked und dass er uns hier verarschen möchte, sehe ich da nichts, was dafür spricht, dass da irgendeine logische Erklärung greift. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehe ich nicht. Feel free to let me know what you think. Thanks for watching. Ja, das war wieder einmal eine wunderbare Compilation vom Bizarrebab. Ja, also top, kann ich nichts anderes sagen. Viel zum Grübeln. Ja, ein bisschen skeptisch war ich auch zwischendurch. Aber einiges lässt sich da doch einfach dann doch nicht erklären. Ne? Also für mich jetzt nicht. Also mir hat es gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Bizarrebab und auch zum Kanal. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit MadCChris. Und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder zuseht. Ja? Also, haltet die Ohren steif. Bis dann. Adios. In the dark of night, where the shadows dance, MadCChris is awake, taking